Diese drei Kryptowährungen auf Solana solltest du unbedingt kennen. Egal welches Solana-Projekt aktuell durch die Decke geht, diese drei Projekte profitieren immer davon. Zuerst ein Disclaimer. Ich habe selber in diese drei Projekte investiert und den Großteil Anfang Oktober, als ich das Video zu meiner Watchlist veröffentlicht habe. Das heißt, ich habe die Projekte zu anderen Preisen erworben und je weiter wir in Altcoins gehen, desto höher auch das Risiko, welches wir auf uns nehmen. Das heißt, bitte nicht mir blind nachkaufen, sondern schaut lieber darauf, wie und warum ich diesen Trend rechtzeitig erkannt habe und nutzt dieses Wissen für eure nächsten Investments. Denn heute zeige ich euch ganz kurz, warum fundamentale Analysen der beste Weg zum Investieren sind. Ein Video zu meinem Portfolio findest du auch auf dem Kanal und verlinken wir auch hier entweder oben oder in der Videobeschreibung. Das Portfolio ist noch ziemlich aktuell, nur dass ich noch mehr in Solana DeFi-Projekte investiert habe, unter anderem in die drei, die ich jetzt vorstelle. Erstens Jupiter. Jupiter ist die Benutzeroberfläche für jegliche Token-Swaps aus Solana, also quasi das Frontend. Denn egal wer jetzt auf Solana Tokens wechseln will, wird früher oder später auf Jupiter stoßen, denn Jupiter sucht nach dem besten Deal und führt den Handel durch. Besonders bei der aktuellen Meme-Coin-Welle ist das super wichtig, weil die Nachfrage nach schnellen und günstigen Swaps steigt. Jupiter wickelt dabei aktuell riesige Handelsvolumen ab und profitiert natürlich auch von der gestiegenen Aktivität, da jede Transaktion Gebühren generiert. Also während Meme-Coins jetzt boomen, boomt auch Jupiter. Und selbst wenn andere Aktivitäten auf Solana steigen sollten, jetzt sagen wir mal im Bereich jetzt Gaming, AI oder DeFi, dann werden Menschen hierfür auch Token swappen müssen und das dann auch sehr wahrscheinlich auf Jupiter. Vor allem die neu veröffentlichte eigene mobile Wallet ist auch überragend. Da kannst du Kryptowährungen super einfach über Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarte und auch sogar Banküberweisungen kaufen. Und ich werde euch diese App in Zukunft auch mal zeigen. Denn so einfach sollte jede Krypto-Applikation aussehen. Das Volumen auf Jupiter nimmt aktuell wieder sehr stark zu und hat, wenn wir Frühjahr 2024 ausblenden, einen Höchstwert erreicht. Damals kam der Jupiter-Token heraus und deswegen sieht die Statistik wegen Airdrop-Jägern etwas verfälscht aus. Aber das, was wir aktuell sehen, ist ein echter positiver Trend, vor allem seit September. Und hier sehen wir das noch deutlicher, denn die Anzahl der Swaps auf Jupiter ist wirklich auf einem Allzeithoch. Das heißt, Jupiter generiert dadurch mehr Einnahmen und kann die eigene Entwicklung vorantreiben, aber auch für die Jupiter-Besitzer ist das eine sehr positive Entwicklung. Aber die wirkliche Dominanz von Jupiter sehen wir hier. Jupiter gehört zu der Gruppe der Aggregatoren und hat hier eine aktuelle Dominanz von über 57%, obwohl Jupiter nur auf einer einzigen Blockchain, und zwar Solana, aktiv ist. Wir haben hier 7-mal mehr Volumen als Cetus auf Sui oder 8-mal mehr als One-Inch Network, was deutlich länger und auf 9 verschiedenen Blockchains existiert. In dieser Grafik sehen wir, dass Jupiter hochgerechnet jährliche Einnahmen von ca. 75 Millionen US-Dollar erreicht. Damit ist Jupiter die Nummer 1 im Solana-Ökosystem, obwohl die ganzen neuen Produkte von Jupiter, wie zum Beispiel die mobile Wallet und die Perp Exchange, noch gar nicht berücksichtigt sind. Jupiter ist die Nummer 1, aber schauen wir uns mal die Nummer 2 an. Das ist sogar noch spannender. Und das ist Raydium. Raydium ist eine der Plattformen, die hinter den Kulissen von Jupiter laufen. Es ist also quasi das Backend und wie eine dezentrale Börse. Das heißt, dort wird die Liquidität bereitgestellt und das sorgt dafür, dass genügend Coins zum Tauschen da sind. Mit dem Meme-Coin-Trend auf Solana haben wir jetzt mehr User, die diese Liquidität in Anspruch nehmen. Raydium profitiert davon, weil mehr Trades und höhere Liquidität natürlich mehr Gebühren generieren. Das macht Raydium zu einem der wichtigen Player, der von der Aktivität im Hintergrund lebt. Das heißt, selbst wenn du noch nie von Raydium gehört hast, wirst du es vermutlich unwissentlich im Hintergrund genutzt haben, sobald du auf Jupiter oder auf einer anderen Plattform getradet hast. Die Daten hier sind vom 26.09. und seitdem sind die Raydium-Einnahmen sogar komplett absurd gestiegen. Aber selbst diese Grafik zeigt zum Beispiel, dass am 26. September die Raydium-Marktkapitalisierung nur 14 Mal höher war als die Hochrechnung der jährlichen Einnahmen. Sprich, Raydium war komplett unterbewertet und das war auch der Grund für meine Investition in Raydium. Seitdem hat sich der Preis verdoppelt. Genau wie Jupiter existiert Raydium aktuell nur auf Solana und kann es trotzdem mit Uniswap aufnehmen, welcher auf 23 Blockchains vertreten ist. Raydium braucht nicht nur weniger Mitarbeiter, weniger Wartung oder weniger Incentives, sondern generiert trotz weniger Volumen aktuell mehr Einnahmen als Uniswap. Vergiss nicht, Uniswap hat aktuell eine 4-mal höhere Bewertung als Raydium und vor einigen Wochen war das sogar 8-mal höher. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt noch tiefer ins Solana-Ökosystem reinschauen. Wir haben ja gesehen, dass das Volumen auf Jupiter gestiegen ist und wir haben erfahren, dass Jupiter als Frontend dient. Aber hier sehen wir jetzt, dass ca. 44% aller Swaps auf Jupiter im Hintergrund auf Raydium abgewickelt werden.
Das heißt, der Kuchen ist immer weiter gewachsen und gleichzeitig ist der Anteil von Radium an diesem Kuchen auch immer größer geworden. Wenn ihr also so einen Trend entdeckt, bei dem sich zwei wichtige Metriken so derart positiv entwickeln, dann müsst ihr euch auf jeden Fall näher mit dem Projekt beschäftigen. Nicht nur das Volumen hat zugenommen, sondern auch die Anzahl der Nutzer, die im Hintergrund auf Radium zugreifen, hat sich so entwickelt, dass Radium im Frühjahr 2024 die Führung übernommen und diesen Vorsprung extrem ausgebaut hat. Ich selbst habe eine mittlerweile sehr große Position in Radium, aber auch eine kleine Position in Orca, um hier auch die Nummer 2 nicht aus den Augen zu verlieren. Beide entwickeln sich überdurchschnittlich. Mein drittes Projekt ist Jito. Jito ist ein Solana-Infrastrukturprojekt und es ermöglicht Validatoren, Transaktionen effizienter zu verarbeiten und zu priorisieren. Nutzer können gegen eine kleine Gebühr ihre Transaktionen bevorzugt abwickeln lassen, wie Expressversand bei der Post. Das hilft vor allem bei hoher Netzwerkauslastung, also bietet Jito Mehrwert für das Netzwerk durch stabilere Performance und auch für die Nutzer durch schnellere und zuverlässigere Transaktionen. Jito profitiert also direkt von der steigenden Aktivität im Solana-Ökosystem, da mehr Transaktionen auch mehr potenzielle Expressgebühren bedeuten. Und die Summe dieser kleinen Gebühren ist unglaublich hoch. Jito verdient zurzeit in 24 Stunden mehr als gesamte Blockchains wie Solana, Ethereum oder Bitcoin. Also wenn wir einen Bullrun erleben und die Nutzeraktivität auf Solana noch weiter steigen sollte, dann wird Jito hier vermutlich sogar Rekorde brechen. Mehr Einnahmen als Solana und das bei weniger Marktkapitalisierung. Also warum investiere ich nicht mein ganzes Geld in Jito? Da muss gesagt werden, dass der Großteil der Jito-Einnahmen aktuell an Solana-Validatoren und somit Solana-Staker geht. Aber es gibt Neuigkeiten. Ein Teil der Jito-Einnahmen soll künftig für andere Zwecke genutzt werden. Möglichkeiten wären zum Beispiel Token-Buybacks oder eine andere Form von Belohnung. Auch startet Jito die erste Restaking-Phase, sodass Jito sich in Zukunft zu einer Mischung aus Lido und Eigenlayer entwickeln könnte. Die Hauptaufgabe ist aber klar und in diesem Bereich ist Jito aktuell im Vergleich zur Marktkapitalisierung noch relativ unterbewertet. Andererseits ist die Jito-Entwicklung auch sehr stark an Solana gekoppelt. Das heißt, wenn Solana schwächelt, dann wird es auch Jito sehr stark treffen. Also das sind drei meiner Solana-Projekte, die aktuell sehr stark performt haben. Also wenn du damit rechnest, dass Solana weiterhin so stark gegenüber Ethereum performen wird, dann sind diese drei Projekte sehr interessant. Weitere Solana-Projekte, die ich in meinem Portfolio besitze, sind Camino Finance, Sanctum Cloud, Proof Network und Orca. Aber wie gesagt, nicht jede Kryptowährung passt zu jedem Ziel und zu jedem Risikoprofil. Deswegen nimm das Video als Möglichkeit wahr, über die Projekte zu lernen, aber urteilt individuell für euch selbst, ob ein Investment in Altcoins für euch überhaupt sinnvoll ist und ihr diese auch optimal nutzen könnt.